Es gibt zwei Neuerungen bei Schott Online. Einmal die Weltreise und die SoGa Tour. Bei der Weltreise könnt ihr Tickets, die ihr vorher im Reisebedarf gekauft habt, diese hier, versiegeln, um dann später, das läuft immer in der Woche, die Weltreise starten zu können. Dort fliegt ihr dann entweder nach Paris, nach Neuschwanstein oder halt nach Amerika. Wenn ihr diese Pläne versiegelt habt, ich habe jetzt hier noch irgendwo einen, so sieht das aus, das ist ein Flugticket und das könnt ihr dann wieder nutzen, um eben an der Weltreise teilzunehmen. Vorher sind die Tickets nicht versiegelt, das heißt, ihr braucht dafür Stempel, die werden benötigt. Ich nehme mir jetzt einfach mal, kaufe mir mal so ein, dann sieht das so aus, das heißt, ich brauche hier 10 Stempel. Diese Stempel erspiele ich bei der SoGa Tour. Die findet ihr hier. Die SoGa Tour ist so angelegt, dass das jede Woche wechselt, aber jeder hat dieselben Stats, der spielt und auch jeder hat ziemlich dasselbe Wetter. Diese Woche ist es halt schon Stärke 30, Genauigkeit 20, Ausdauer und Fähigkeit 5. Ihr habt Blastschläger und einen Viererball. Das Ganze kostet 20 Millionen. Hier könnt ihr dann sehen, wie dann die Gewinne ausschauen. Wenn ihr also so gut gespielt habt, dass ihr die schwarze Trophäe kriegt, habt ihr halt einen Stempelbeutel mit schwarz und Preisgeld 24 Millionen. Bei dem kleinsten habt ihr auch noch ein Preisgeld von 14 Millionen, das heißt, also ihr müsst maximal diese 6 Millionen investieren. Jetzt ist Montag und ich gucke mal, wie ich jetzt bei der SoGa Tour abgeschnitten habe. Also betrete die SoGa Tour. Mein aktueller Rang 593, gut, wie auch immer das sein mag. Grün, in Ordnung. Das heißt natürlich nicht die Welt, aber immerhin fürs erste Mal, ja, dabei sein ist alles, oder wie war das immer? Also, ich jetzt auf Abholen. Und dann muss ich mal schauen, jetzt habe ich das hier bekommen, die grüne Trophäe. Das heißt, ich habe jetzt 14 Millionen wiederbekommen. Und schau mal, was da nun drin ist. Da sind Stempelbeutel drin und auch das Geld. Das lasse ich mir gleich auszahlen. So, und die Stempelrollen habe ich jetzt halt 5 Stempel erhalten. Das ist natürlich jetzt echt nicht viel, wird also nicht mal reichen, um mir jetzt mein nächstes Ticket zu versiegeln. Gut, dann beim nächsten Mal einfach. Ja, also bester Score. Ne? Auf der Homepage steht dann auch immer, wie ihr jetzt wirklich abgeschnitten habt. Wir haben ja gesehen, 593 war jetzt nicht so unbedingt die Welt. Hier sind nochmal die Bedingungen, wie das war, wann das lief. Und dann könnt ihr schauen. Hier ist nochmal mit STRG und F. Könnt ihr die Suche halt eingeben, dann findet ihr euch auf jeden Fall. Nun weiß ich aber ja, was ich wie einen Platz belegt habe. Gucke ich dann erstmal neugierig. Ja, also es gab insgesamt auf Walla 790, dann war die 593 zwar schlecht, aber immerhin nicht letzter. Sondern ich schau mal, da habe ich mich gefunden, grün. Mit 591 hätte es dann rot gegeben, okay, halt einfach dumm gelaufen. Aber Spaß hat's trotzdem. Am Montag geht's dann weiter mit der Weltreise. Das heißt, ihr habt am Sonntag möglichst viele Stempel erspielt bei der SoGa Tour. Diese holt ihr euch am Montag ab und zwar bis Montag Nacht 23:59 Uhr. Also die sind 24 Stunden nachdem die Tour geendet hat, könnt ihr eure Stempel abholen, ansonsten verfallen die Preise. So, also wenn ihr jetzt diese Stempel habt, müsst ihr euch wieder im Reisebedarf ein Ticket kaufen. Das ist so wie diese ganz normalen Pläne, die man immer so hat. Ihr braucht also einen Plan des Tickets, dazu kommen 10 Stempel und das gibt dann das fertige Ticket. Mit diesem Ticket kann man dann halt wieder eine Weltreise starten. So, jetzt zeige ich euch noch, wie man die Weltreise erstellt. Ihr nehmt irgendeinen Raum und eröffnet ihn. Kurs ist völlig egal. Und sobald ihr dann im Raum drin seid, könnt ihr dann euer Ticket mit Rechtsklick aktivieren. Ich habe jetzt hier noch das Flugticket nach Frankreich. So, dann steht ihr auch schon direkt auf dem Platz und dann so, jetzt holen wir uns diese 3%. Und zwar gehen wir zu Hugin.
wählen die Quest XP-Tausch. Ja, bring mir ein Tauschjuwel, dann bekommst du 3%. Die nehmen wir logischerweise an. Jetzt habe ich hier einen Plan des Tauschjuwels. Noch unversiegelt. Brauche ich 4 Hamburger, 4 Makronen, 4 mal Bier. Versiegeln. So, jetzt habe ich dieses so hier. Das wäre auch so noch handelbar. Denkt aber dran, bevor ihr sowas kauft, ihr könnt das nur einmal die Woche auch einlösen, weil die Quest eben nur einmal die Woche erscheint. Ich möchte es jetzt nicht verkaufen, sondern ich nutze das selber. Ja, jetzt habe ich dieses Juwel. Es ist halt nicht mehr handelbar. Ich könnte es aber jetzt ewig und 3 Tage aufheben, will ich aber nicht, weil ich ja wie gesagt das sowieso nur einmal einlösen kann. Ja, jetzt ist das beendet. Und jetzt habe ich meine 3% dazu bekommen. Dann gibt es noch den Plan der Meisterschmiede. Das war hier oben dieser blaue. Damit geht ihr dann hin und könnt zum Beispiel euer Chronos oder euer Odelia verbessern. Könnt ihr das nochmal nachlesen. Ich stelle euch den Link nachher auch online. Wichtig, das kann auch fehlschlagen. Also wenn ihr diesen Plan versiegelt habt, kann es halt sein, dass ihr eben einfach Stufe 1 dazu bekommt, dann halt Stufe 2, je nachdem. Also es geht nicht irgendwie querbeet, sondern es kommt immer eine Stufe nach der anderen dazu. Aber wie gesagt, es kann auch fehlschlagen. Vorteil, wenn es fehlschlägt, geht die aktuelle Stufe nicht verloren, sondern habt ihr jetzt zum Beispiel Stufe 2 und dann schlägt es 1, 2 mal fehl, habt ihr weiterhin Stufe 2. Das Odelia und das Chronos sind ja ein permanentes Item und das bleibt also dann auch wirklich permanent da. Also ihr müsst das nicht wiederholen, um das wieder aufzuleveln. Ja, das war's dann erstmal. Dann schmieden wir das jetzt auch direkt als Meisterschmiede. Dann euer Odelia nehmen. Es muss erst ins Inventar, um es in dieses Fenster das reinlegen zu können. Dann kommt das Juwel dazu. Jetzt auf Start. Jawohl, möchte ich. Ist leider fehlgeschlagen, aber ich hoffe, ihr wisst trotzdem jetzt, wie es geht. Okay, ciao!